Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad authentisch die 7. Mission in 21 Minuten abschließen könnt. Bevor wir jetzt aber ins Gameplay starten, zeige ich euch noch zuallererst, welche Waffen und Gadgets ich für diese Mission gewählt habe. Solltet ihr direkt zu dem Gameplay-Part springen wollen, habe ich das in der Videobeschreibung markiert, da geht ihr dann einfach auf den Zeitstempel und schon kann es losgehen. Gewehrtechnisch werden wir wieder einmal auf die K98K zurückgreifen und dabei werden wir dann die Unterschallmunition hauptsächlich benutzen. Die anderen beiden Waffen sind jetzt nicht so wichtig, aber da würde ich euch dann einmal die MP44 und anschließend noch die Velrod als Pistole empfehlen. Gadget-technisch habe ich mich für folgende 6 Gadgets entschieden. Das hat unter anderem den Grund, dass wir uns im Zweifel dann mal heilen können, sollten wir entdeckt werden, aber natürlich ist unser Ziel immer, nicht entdeckt zu werden und dementsprechend auch keines der Verbandsgadgets etc. nutzen zu müssen. Bevor wir jetzt direkt ins Gameplay einsteigen, zeige ich euch noch schnell, welchen Startort ich ausgewählt habe. Für die 7. Mission habe ich mir eine Route einfallen lassen, wo wir den Startort Aussichtspunkt am See benötigen werden. Whatever's left of Kraken, it's here. Time to end this. Wie in vielen meiner vorherigen Authentisch Guides würde ich euch auch wieder für diese Mission empfehlen, dass ihr da einfach öfter zwischenspeichert, um es einfacher zu haben. Auch in diesem Video werde ich es wieder so machen, dass ich es hauptsächlich kommentarlos ablaufen lasse und mich an manchen Stellen dazwischen melde, um euch ein paar Tipps zu geben. Direkt zu Beginn bei der ersten Ansammlung von Gegnern, da sind jetzt 4 Gegner drin im Zelt, da würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr eine Granate reinschmeißt, das bekommt dann auch keiner mit. Und der Grund, weshalb wir die ausschalten müssen, ist der Bolzenschneider. Den werden wir jetzt gleich benötigen, um eine kleine Abkürzung nutzen zu können. Gap in the fence. Nice work, Chevalier. That's my way in. Perimeter breached. Now to breach the base. I'm coming for you, Kraken. Must be where the lake launch site is. Got to get in there and take it out. Okay, this will help. Capsule has to open to fire the V2. Breaking the release mechanism should cause a misfire. Have this thing take itself out. Nein, soweit ich weiß, werden die Starts normal Looks like the gehandelt. system's automated. Ich erwarte, dass es bald Should make sure the capsule will misfire first before I touch anything. Stimmt. Und noch die Starts, die nebenan laufen. Die werden schon bald um Gnade betteln.
V2 will fire, but the capsule won't open. Just gotta sit back and watch it happens. I'd call that a success. No one's launching anything from that anymore. Wie es den Kindern wohl geht. Something tells me this body is worth searching. Gyros are sabotaged. V2's not going anywhere far. Going to have to trigger the launch manually, though. These coordinates, they're aiming at Normandy. Mahler's lost his mind. He's fine bombing his own men to push us back into the ocean. This is where they're fueling Kraken's payload. Gotta take this place out before they can launch anything. Then it's just a matter of finding Mahler and killing Kraken.
V2 fueling system. If I can overload the pressure gauge on these pipes. Overloading these will make something backfire. Just got to look out for a way to set off the fireworks. Hier nochmal ganz kurz zur Info, ihr könnt ja jederzeit speichern und das solltet ihr auf jeden Fall auch hier machen, bevor ihr jetzt hier weitermacht. Denn hier kann wirklich sehr viel passieren, da hier wirklich extrem viele Gegner unterwegs sind. Und ich würde euch noch empfehlen, dass ihr hier die Flaschen nutzt, um teilweise für ein bisschen Verwirrung zu sorgen. Sind bereit und mit vollem Einsatz dabei. Hier gibt es nur noch eine Sache zu erledigen. Der Kammer gestartet. Und jetzt auf ihrer Station. That's got to be Kraken's launch center must be in there. This isn't adding up. Where's the controls? Where's Mahler? We missed something. Kraken was never launching from here. This whole base was just a test site. Saint-Nazaire. Run. Kraken's launching from Saint-Nazaire. Can't head there yet while they have V2s on site. I've got to take them out before I leave.
Good choice. There's got to be a control room nearby. I'll be able to overload the system from there. All right. Every V2 on this base is either grounded or a pile of scrap. Time to get to Saint-Nazaire. Auch hier schalte ich mich noch mal ganz kurz mit ein. Ihr habt es ja jetzt gesehen, ich habe jetzt sehr oft nach hinten geschaut. Das liegt daran, dass ich ein Fahrzeug gehört hatte. In dem Fall war es jetzt der Truck vor uns, aber es kann auch jederzeit passieren, dass zum Beispiel hinter uns ein Moped oder ein anderes Fahrzeug herkommt. Generell noch eine kleine Info zur Brücke. Hier müsst ihr jetzt nicht so offensiv vorgehen wie ich hier, zum Beispiel mit dem Dreierkill und dass ich dann anschließend noch die anderen wegmache. Das müsst ihr jetzt nicht machen. Ihr könnt hier auch unter anderem zum Beispiel die Flaschen nutzen, um die ein bisschen von euch wegzulotsen und dann anschließend rechts am Zug entlang zu laufen. Und somit nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Authentisch Guide weiterhelfen konnte und ihr es dadurch deutlich einfacher hattet, in dieser Mission zu bestehen. In dem Fall würde ich mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.